Du warst schon in Shanghai ein intrigantes Miststück. Was mir damals sehr gut gefallen hat. Aber jetzt? Ich spüre, wenn ich verarscht werde. Was willst du wirklich? Das wird dir jetzt wehtun, Gregor. Das weiß ich. Ich habe mit Leonhard geschlafen. Sag doch was. Schrei mich an, sag, dass du mich hasst, aber sag irgendwas. Wusste Jana Bescheid. Das heißt, sie würde noch leben. Und unser Kind auch. Wenn ihr beide nicht miteinander geschlafen hättet. Was wird das denn? Gefällt's dir nicht? Das habe ich nicht gesagt. Das spüre ich. Als ich letztens wollte, da wolltest du nicht. Woher kommt denn der plötzliche Sinneswandel? Ich wollte mir beweisen, dass ich stark sein kann, aber ich bin auch nur eine Frau und du bist ein Mann. Wie lange läuft das schon zwischen mir und Leonhard? Da läuft überhaupt nichts. Das war Hat nur das schon ein... vor der Hochzeit angefangen? In Paris. Nein. Was war ich für ein Vollidiot? Ich hab dir alles geglaubt. Alles. Es war nur einmal. Und, es Und war... Amélie? War die auch von Leonhard? Amelie war dein Baby. Ich schwöre. Das hast du schon viel zu oft getan. Ich hab dich nur einmal belogen. Gregor, nur ein einziges Mal. Und ich hab dir die ganze Zeit blind vertraut. Ich hab dir alle Freiheiten gelassen. Dabei bin ich eigentlich selber schuld. Alles okay bei euch? Nichts ist okay. Ich fand's beim ersten Mal auch eklig. Oder besser gesagt, wollte ich mir das einreden. Aber dann, 2 Tage später, ist mir plötzlich ganz heiß geworden. Und auf einmal wusste ich, den Mann will ich noch mal küssen. Mein Problem ist im Moment, wie ich mit dem Typen umgehen soll. Ich krieg schon Schweißausbrüche, wenn wir beide im gleichen Raum sind. Ich habe mich gerade auch total verknallt. Mir geht's genauso. Sobald ich ihm gegenüberstehe, kriege ich den Mund nicht auf. Ist er denn auch in dich verknallt? Schön wär's. Aber er ist 100% hetero. Ich habe keine Chance. Das ist hart. Aber vielleicht denkt er ja auch nur, er ist hetero. Lenk mich ab. Du solltest auf jeden Fall mit deiner Flamme reden. Vielleicht wartet er ja nur darauf, dass du den ersten Schritt machst. Bin jedenfalls immer froh, wenn das der andere übernimmt. Danke, aber ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Probier's aus, dann weißt du es. Ich kapiere das nicht. Warum hast du überhaupt mit Leonhard geschlafen? Ich dachte, du und Gregor, ihr seid total glücklich miteinander. Das waren wir auch. Hast du Leonhard etwa die ganze Zeit geliebt? Obwohl du mit Gregor verheiratet warst? Nicht Jana hätte sterben dürfen. Nicht mein Kind, sondern ich. Sarah, hör auf. Der Unfall ist einfach passiert. Keiner kann was dafür. Auch du nicht. Warum hast du denn Gregor überhaupt geheiratet, wenn du in Leonhard verliebt warst?
Ich bin ein schlechter Mensch, Natalie. Ich habe Gregor nur Unglück gebracht. Ich habe seine Liebe überhaupt nicht verdient. Du musst dich nicht rechtfertigen. Ich weiß, wozu man fähig ist, wenn man einen Menschen bedingungslos... Bitte geh jetzt. Ich möchte allein sein. Gut, dass du kommst. Gerade hat jemand angerufen und der will sein Abi No Limits feiern. Geht das? Wie lange arbeitest du jetzt schon hier? Natürlich geht das. Wie viele Leute sollen denn kommen? Habe ich nicht gefragt. Was? Dann ruf an und frag nach. Ich habe seine Nummer gar nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie blöd muss man eigentlich sein? So viel Dummheit muss doch wehtun. Ich habe mich am Wochenende noch mal in Sachen Erbrecht schlau gemacht. Und hast du was gefunden, was uns helfen kann? Unsere einzige Chance wäre gewesen, Ansgar die Fälschung für das Testament nachzuweisen. Aber da die Unterschrift sogar einer forensischen Untersuchung standgehalten hat... Dann können wir also im Moment überhaupt nichts tun. Ich fürchte, nein. Solange Ansgar das Sorgerecht für den Kleinen... Ich wollte mit der Kleinen noch ein bisschen spazieren gehen. Ja. Na, meine dicke Maus? Dann viel Spaß. Du weißt gar nicht, wie gut es dir geht. Tschüss. Solange er das Sorgerecht für Hannes hat, dem laut Testament hier alles gehört, kann er schalten und walten, wie er will. Wir können doch nicht zulassen, dass Johannes letzter Wille so mit Füßen getreten wird. Vielleicht haben wir Glück und es gibt irgendeinen Paragraphen, der das alles verhindern kann. Wenn wir noch etwas tun können, dann mit Ansgars Hilfe. Er muss einen Fehler machen, der so schwerwiegend ist, dass ihm das Sorgerecht für Hannes wieder entzogen wird. Bei seiner kriminellen Energie dürften wir darauf nicht lange warten müssen. Und außerdem ist es auch besser für Hannes. Ansgar benutzt ihn in diesem Fall nur als Mittel zum Zweck. Na, spielt immer wieder Räuber und Gendarm? Hast du da als Kind nicht auch schon immer verloren? Ja. Das kümmern mich die Kindereien von früher. Ich halte mich lieber an die Fakten von heute. Tja, und wenn dir die Fakten nicht passen, dann manipulierst du sie eben. Aber früher oder später musst du auch einen Fehler. Liebste Stiefmutter, ist da nicht der Wunsch der Vater des Gedankens? Oh, ein toller Plan war das. Genial. Wäre Adrian nicht so ein eingebildeter alter Gockel, wäre ich nicht so glimpflich davon gekommen. Ist was schiefgelaufen? Er hat natürlich mich verdächtigt, das Fax rausgeschickt zu haben. Ganz blöd ist er schließlich auch nicht. Aber offensichtlich ist es Ihnen gelungen, ihm diese absurde Unterstellung auszureden. Erst nachdem ich mich ausgiebig um seine Libido gekümmert habe. Was alles andere als ein Vergnügen war. Also ich bin immer auf meine Kosten gekommen. Sie haben Ihre Bluse falsch geknöpft. Alles läuft nach Plan. Übermorgen bringt Adrian die verdorbene Babynahrung auf den Markt. Und wir werden in aller Ruhe dabei zusehen, wie er vor die Wand fährt. Was allerdings nicht unbedingt Ihr Verdienst ist. Hallo. Frau Brandner, was für eine angenehme Überraschung. Wie weit sind Sie denn mit Ihrem Gutachten über Hannes? Was die Verarbeitung des Entführungstraumas angeht? Ja, ja, richtig. Also, ich glaube, dass Hannes diese schlimme Erfahrung schon ganz gut weggesteckt hat, aber er fühlt sich sehr wohl auf Königsbrunn. Ich hoffe, das bleibt auch so. Das kann ich noch nicht beurteilen. Ja, seine Mutter tritt ja jetzt demnächst eine längere Haftstrafe an, wahrscheinlich. Also wäre es dann vielleicht ganz gut, ich würde gar nicht mehr vor ihm über Sie reden? Zu einem schwebenden Verfahren äußere ich mich grundsätzlich nicht. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Er hat mich sehr gefreut.
Sieht so aus, als hätte ich mit Food for Little einen Big Point gelandet, oder was meinen Sie, Sportsfreund? Abgerechnet wird zum Schluss. Ich werde mir wahrscheinlich einen persönlichen Anlageberater zulegen müssen, oder am besten sogar 2. Die Gewinnmargen in dem Markt sollen ja wirklich gigantisch sein. Tja, wissen Sie, wenn mein Vater nicht tödlich verunglückt wäre, dann hätte er das Geschäft gemacht. Aber Pietät ist für Sie natürlich ein Fremdwort. Auch wenn Sie mir nicht glauben werden, aber ich mochte Ihren alten Herrn. Der war ein harter Knochen, aber alte Schule eben. Im Gegensatz zu Ihnen wusste er, wann er verloren hatte. Sein Format werden Sie nie erreichen, auch wenn Sie 100 Jahre alt werden. Geh nach Hause und bad in deinem scheiß Geld. Gute Idee, du Anwalt der Gerechten. Komm, lass ihn. Er wird auch noch straucheln. Ach, übrigens, ich kann doch früher in die Wohnung. Also, falls ihr einen Nachmieter habt. Haben wir nicht. Ich zahle natürlich bis Ende des Quartals. Sag mal, es wäre schön, wenn ihr morgen mal die Kästen entsorgen könntet. Machen wir. Also bis morgen. Auf mich warten noch ein paar Akten. Du, Olli. Hm? Ich glaube, wir müssen mal reden. Klar. Worüber? Der Nachmieter. Wir sollten mal einen Aushang machen. Ich kann ja Timo fragen. Der wohnt in Ratling, sucht schon länger was hier in der Stadt. Ach, ist das nicht dann One-Night-Stand aus dem Studio? War nur so eine Idee. Vielleicht wäre es eh besser, wenn wir nicht mehr zusammen wohnen. Ja, vielleicht. Hey, Natalie. Warst du bei Sarah? Ja, Und wie geht's ihr? den Umständen entsprechend. Ja, und sonst? Natalie, bitte. Wie verkraftet Sarah das? Nicht so gut. Und Gregor übrigens auch nicht. Hat sie Gregor etwa erzählt? Ja, hat sie. Und du kannst dir vorstellen, was zwischen den beiden jetzt los ist. Wir sind leider gerade nicht da. Wieso? Da bist du doch. Sarah, bitte hör auf mit dem Quatsch. Ich kann die sogar sehen. Nicht zu albern. Wenn ihr einer albern bist, dann du. Na, warte. Nachrichten nach dem Piep. Hier ist Natalie. Wenn du da bist, geh bitte ran. Gregor, ich mach mir Sorgen. Ich war vorhin an der Tür und du hast nicht aufgemacht. Ruf mich an, bitte. So, noch mehr Leute, die Ihnen zum Food for Little Coop gratulieren. Das hört ja gar nicht mehr auf. Schlückchen? Nein, danke. Die sind nur allerfeinste Zutaten. Außerdem sieht doch auch lecker aus. Zu viele Kalorien. Wann habe ich Ihnen eigentlich die letzte Gehaltserhöhung gegeben? Gehaltserhöhung? Ich wusste gar nicht, dass Sie das Wort überhaupt kennen. Na, jetzt wissen Sie es. Und womit habe ich das verdient? Eigentlich gar nicht. Aber mit dieser Matschepampe werde ich so viel Kohle machen, dass es wirklich eine Schande wäre, Sie weiterhin zu diesem Hungerlohn zu beschäftigen. Vorausgesetzt, das Zeug schmeckt den Kleinen. Bringen Sie mal einen Strohhalm. Sie wollen das Zeug doch nicht selber probieren. Ich muss doch wissen, wie meine Wundermilch schmeckt. Ja, aber das ist für Babys, nicht für Erwachsene. Da ist was dran. Machen Sie ein Päckchen fertig. Das geht an die Lahnsteins nach Königsbrunn. Auf dem Schloss, da gibt's doch dieses hässliche Baby, die Tochter von Carla von Lahnstein. Der wird meine Kraftnahrung sicher schmecken. Immerhin hat Ihr Großvater den Flattermann dafür gemacht. Sag mal, willst du eigentlich unbedingt einen Nachmieter oder könnte es eigentlich auch eine Nachmieterin sein? Mir egal. Egal oder okay? Was? Eine Frau. Von mir aus? Ein Mann wäre dir schon lieber, ne? Christian, die Frage bleibt doch, ob wir überhaupt weiter zusammenwohnen wollen, wenn Lars ausgezogen ist. Ich glaube nämlich, dass du doch ein Riesenproblem damit hast, dass ich nicht verknallt bin. Ja. In dem Fall würde ich dann lieber ausziehen, bevor wir uns den Kampf noch länger geben. Ich habe damit überhaupt kein Problem, Oliver.
Frage ist, was ist mit dir? Ich habe von Anfang an gewusst, dass das mit uns nichts werden kann. Ja, dann wäre doch alles geklärt. Ja. Gregor, mach auf, bitte! Ich gehe hier nicht weg, bevor du nicht aufmachst. Gregor! Lasst mich in Ruhe! Das gleiche gilt für Sarah. Hast du das alles heute Morgen getrunken? Ja, habe ich schon gestern Abend angefangen. Du warst noch gar nicht im Bett. Trinken macht es auch nicht besser. Du musst es ja wissen. Alkohol ist keine Lösung. Wenn ich etwas in meinem Leben gelernt habe, dann das. Du suchst nur ein Ventil für deine Wut, weil du die Verzweiflung sonst nicht ertragen könntest. Ein Ventil. Das ist das richtige Wort. Hey, wo willst du denn hin? Ich werde dem Arsch die Fresse polieren. Die ersten Fläschchen mit dem verdorbenen Milchpulver rollen in diesem Moment vom Band. Ein historischer Moment, der unbedingt gewürdigt werden muss. Außerdem wird gleich das Interview mit Adrian ausgestrahlt. Ja, mit Adrian Degenhardt, dem strahlenden Helden in einem neuen Babymilchzeitalter. Tja, Degenhardt, hättest du dich mal lieber nicht mit mir angelegt. Jetzt gehst du in die Geschichte ein als skrupelloser Kindermörder. Sie haben doch noch im Kopf, dass das Gesundheitsamt rechtzeitig einen anonymen Hinweis erhalten muss, bevor die ersten Fläschchen in den Verkauf gelangen? Liebste Frau von Bernig, wie könnte ich das vergessen? Wir haben doch mindestens 1000-mal darüber gesprochen. Selbstverständlich wird das Gesundheitsamt informiert. Ich will doch genauso wenig wie Sie, dass eins dieser armen Würmchen zu Schaden kommt. Der Einzige, dem dieses Produkt so richtig auf den Magen schlagen sollte, ist Adrian Degenhardt. Und ich fürchte, von diesem ganz speziellen Genuss wird er sich so bald auch nicht erholen. Ich würde mich sehr freuen, Katja, wenn du länger bei uns bleiben könntest. Das ist aber nicht der einzige Grund. Ich bin mit deiner Arbeit außerordentlich zufrieden. Aber das muss ich dir ja nicht sagen. Danke, aber über ein Lob freue ich mich immer. Und die Arbeit macht mir auch einen Riesenspaß. Auch wenn ich weiß, dass es für euch keine leichte Zeit war. Erst Johannes und dann Jana. Die letzten Wochen waren wirklich nicht einfach. Für niemanden. Aber ich fand es sehr gut, wie du damit umgegangen bist. Immer positiv, immer ein tröstendes Wort auf den Lippen. Bitte, Katja, bleib uns erhalten. Ich werde es mit Matthias besprechen und dir dann Bescheid geben. Gut, einverstanden. Ach so, ja, würdest du bitte noch diese Aushilfebescheinigung unterschreiben? Du weißt, das Finanzamt ist unerbittlich. Klar. Was ist das eigentlich? Ach, das hat ein Kurierbote abgegeben. Mit den besten Wünschen für die nächste Generation. Oh gut. Dieser Mistkerl. Das ist ja eine bodenlose Frechheit. Ja. Kommst du? Ja, schau mal. Was haben wir denn da? Das kommt uns doch wie gerufen.
Schön, dass du hier bist. Und? Hast du ihm endlich gesagt, was mit dir los ist? Ich war zu feige, wie immer. Dann bist du einfach noch nicht so weit. Nur kein Stress, das wird schon. Und bei dir? Gibt's was Neues? Nada. Ich suche mir mal Typen aus, die unerreichbar sind. Was sagt Dr. Freud dazu? Dass du nicht aufgeben darfst, weil auch der letzte Blinde eines Tages einsehen wird, was für ein süßer Kerl du bist. Danke, Dr. Freud. Grins. Das war übrigens ernst gemeint. Ich habe das Gefühl, wir sind uns sehr nah. Ich glaube, ich könnte dir wirklich alles erzählen. Geht mir genauso. Ohne dich würde ich mich hier schon längst nicht mehr rumtreiben. Ich drück dich, wo immer, wer immer und wie immer du bist. Ich drück dich, wo immer, wer immer und wie immer du bist. Ey, du verlogenes Arschloch! Hat's euch wenigstens Spaß gemacht, ja? Du warst mal mein bester Kumpel, Leonard. Ich könnte kotzen, wenn ich daran denke. Na komm schon, hau mir ein paar rein. Deshalb bist du doch hier, oder? An dem mache ich mich nicht schmutzig. Immerhin habe ich mit Sarah geschlafen. Und Jana hat's nicht überlebt. Komm schon, schlag zu. Hierhin. Ich an deiner Stelle würde es tun. Was kommst du dir jetzt so cool vor, hä? Weil ich keine Angst vor so einem kleinen Weichei wie dir habe. Wie bitte? Ist doch kein Wunder, dass Sarah scharf auf mich war, mit so einem Warmduscher als Mann. Noch ein Wort. Gregor, Sarah hat förmlich um Sex gebettelt. Was ist das denn? Fläschchen Babymilch, wieso? Das sehe ich selbst. Wie kommt's dahin? Kurierbote hat hier abgegeben. Wie haben Sie Sophia damit gefüttert? Nein, ich nicht, aber Inga, glaube ich. Was? Nein, Sophia.